Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: Chromosomen oder bunte Körper. Habe mal Interesse halber recherchiert, woher das Wort Chromosomen kommt. Ha, guckst du, Chromosoma. Und jetzt schauen wir uns mal beide Wörter an. Chromo, farbig, und Soma, Körper. Ist das nicht interessant? Bunte Körper. Sehr kreativ, oder? Na gut, farbige Körper. Freiheit des Künstlers eben. Ja, ich finde es wirklich sehr interessant. Die Etymologie von Wörtern kann so spannend sein. Bunte Körper ist eine ziemlich kreative Art, Chromosomen zu beschreiben. Mich interessiert jetzt erst recht, warum das so benannt wird. Gibt es da eine plausible Erklärung? Nun, die Bezeichnung Chromosom als bunter Körper könnte darauf zurückzuführen sein, dass Chromosomen im Zellkern bei bestimmten Färbemethoden auffällig gefärbt erscheinen. Diese Färbung hilft Forschern, die Struktur und Anordnung von Chromosomen zu untersuchen. In den Anfängen der Zellbiologie war diese sichtbare Färbung möglicherweise der Grund für die Wahl dieses Namens. Es ist eine Art von Farbkodierung im Zellkern. Und schon wieder diese Griechen. Unnötig zu erwähnen, ich bin Grieche. Ja, ja, diese alten Griechen. Sie haben definitiv einen großen Einfluss auf die wissenschaftliche Terminologie gehabt. Es ist immer wieder faszinierend, wie viele Fachbegriffe aus dem Griechischen stammen. Okay, Farbemethoden. Heißt das jetzt, die Forscher haben das selbst gefärbt, um es besser zu erkennen? Oder leuchteten diese Dinger von selbst? Diese Dinger, also die Chromosomen, leuchten von selbst nicht. Forscher verwenden Färbemethoden, um Chromosomen sichtbar zu machen. Das bedeutet, sie färben die Chromosomen in den Zellen mit speziellen Farbstoffen, die unter dem Mikroskop erkennbar sind. Auf diese Weise können sie Struktur, Anzahl und Anordnung der Chromosomen untersuchen, was wichtig für die Zell- und Genetikforschung ist. Es ist sozusagen wie das Anmalen von Bildern, um die Details besser zu erkennen. Malen nach Zahlen oder was? Ja, ein bisschen wie Malen nach Zahlen im mikroskopischen Maßstab. Die Färbemethoden helfen den Forschern dabei, die Puzzlestücke des Lebens zu entschlüsseln und mehr über die Funktionsweise unserer Zellen zu erfahren. Mit was für spezielle Farben wurde denn gefärbt? Bei der Färbung von Chromosomen werden oft spezielle Farbstoffe und Techniken verwendet. Ein gebräuchlicher Farbstoff ist die DAPI, der die DNA anfärbt und somit die Chromosomen sichtbar macht. Eine weitere Technik ist die Fluoreszenz in situ Hybridisierung. Fisch, Gott, ist das kompliziert. Bei der fluoreszierende Sonden verwendet werden, um gezielte DNA-Bereiche anzufärben. Das ermöglicht nämlich eine noch genauere Lokalisierung von Genen auf den Chromosomen.
genauer gesagt in den Chromosomen. Diese Methode haben die Zellbiologie und Genetik in vielerlei Hinsicht vorangebracht. Ich bin so begeistert. Aber wir wissen ja, DNA ist innerhalb der Chromosomen. Es heißt, es wurden DNA angefärbt, um sie besser zu erkennen. Warum heißt dann die äußere Schicht Chromosomen und nicht das DNA? Na, das nenne ich wieder mal eine Frage, Georg. Die Bezeichnung Chromosom bezieht sich auf die gesamte Struktur, die DNA, Proteine und andere Moleküle enthält. Die DNA bildet das Kernstück der Chromosomen, aber sie sind von Proteinen und anderen Materialien umgeben, die eine strukturelle Unterstützung und Regulierung bieten. Daher wird die gesamte Einheit als Chromosom bezeichnet. Ja, die Benennung kann manchmal historische oder einfach konventionelle Gründe haben. Und die Tatsache, dass Chromosomen in ihrer Gesamtheit untersucht werden, erklärt wohl die Wahl dieses Begriffes. Wenn du mehr darüber weißt, dann schreib es bitte in die Kommentare. Ich liebe es. Wieder mal bin ich von der Menschheit so begeistert. Die Faszination für die Welt um uns herum und das Verständnis von Begriffen ist etwas Wunderbares. Wenn du, lieber Zusehender, noch mehr Fragen oder Themen hast, über die du mehr erfahren möchtest, stehe ich gerne zur Verfügung. Einfach in die Kommentare schreiben und ich werde versuchen, darüber ein Videothema zu machen. In diesem Sinne, ein ununtersuchtes Leben ist nicht lebenswert. Sokrates. Dieses Zitat betont die Bedeutung des Nachdenkens und der Selbstreflexion. Es erinnert uns daran, dass es lohnenswert ist, unser Leben und unsere Entscheidungen zu hinterfragen, um ein tieferes Verständnis von uns selbst und der Welt um uns herum zu erlangen. Vielleicht findest du in diesem Zitat eine Inspiration für deine philosophischen Interessen. Obwohl dieses Zitat ja nicht direkt mit Chromosomen in Verbindung steht, zeigt es die allgemeine Bedeutung des Hinterfragens und Reflektierens, die in vielen Bereichen des Lebens und der Wissenschaft nützlich sein kann. Mit etwas Fantasie und kreativem Denken kann man aber dennoch eine Verbindung zwischen dem Zitat und der wissenschaftlichen Entdeckung von Chromosomen herstellen. Die Neugierde und das Nachdenken der Wissenschaftler haben sicherlich dazu beigetragen, dass sie tiefer in die Struktur und Bedeutung von Chromosomen eingedrungen sind. Die Bereitschaft, bestehende Annahmen zu hinterfragen und nach Antworten zu suchen, ist eine wichtige Triebkraft für wissenschaftliche Fortschritte. Das zeigt erneut, wie vielseitig und inspirierend die Welt der Gedanken und Ideen sein kann und wie sie verschiedene Bereiche des Wissens miteinander verknüpfen kann. Ohne Neugier ist der Mensch nichts, ist hier ein treffender Gedanke. Denn die Neugierde ist oft der Antrieb für Entdeckungen, Forschung und persönliches Wachstum. Weisheiten zum Mitnehmen. Bleibt mir gewogen, euer Georg Moratidis. Bis zum nächsten Mal, Kommentare erwünscht.